Heute gehen wir ein bisschen heikles Thema an, nämlich das Sichern und Klettern in Bodennähe. Was heißt Bodennähe und was ist daran so wahnsinnig heikel? Ein dummer Spruch ist, dass ein Kletterer eigentlich keine Höhenangst hat, sondern nur Angst vor dem Boden, weil dort nämlich naja, ein Aufprall nicht gut ist. Und davor kommt noch der sogenannte Kollisionsbereich, wo ihr bei einem Sturz in Bodennähe schon Gefahr lauft, mit dem Sicherer zu kollidieren. Und das sind dann natürlich auf beiden Seiten Verletzungen nicht auszuschließen. Der Begriff Bodennähe ist nicht auf einen Meter genau definiert. Allerdings haben äh, Sturzversuche, auch in Studien, gezeigt, dass das nicht beim zweiten, dritten Haken schon vorbei ist, sondern dass gerade bei Sicherungsfehlern und unerwarteten Stürzen eine Bodensturzgefahr, also durchaus bis zum sechsten, siebten, wenn nicht achten Haken passieren kann. Im ersten Video zeigen wir euch anhand einer sogenannten Sturzweiten-Demo, man sieht es vielleicht schlecht, aber das ist übers Top-Rope hintersichert, einen Sturz in Bodennähe beim Klippen des Hakens. Und dann wird relativ bald mal klar, was denn bei den unaufmerksamen, auch nicht bewegungsbereiten Sichern passiert, wenn der Kletterer beim Klippen des Hakens fällt. Also alle Inhalte, die wir da jetzt besprechen, habt ihr als Basics im Kurs schon gelernt. Nur ist halt dann ein nochmal optimaleres Anwenden, sozusagen eine Ablaufoptimierung nötig, um in Bodennähe auch wirklich effizient zu sichern. Schauen wir uns mal das Video an, wie es denn richtig gehört. Demonstrativ gut vorgemacht. Es beginnt natürlich, wie jeder Kletterablauf, mit einem Partnercheck. Auf den gehen wir aber jetzt nicht näher ein, sondern da könnt ihr euch dann das passende Video dazu anschauen. Direkt im Anschluss folgt dann ein kleines Briefing. Da besprechen Sicherer und Kletterer vor allem, von welcher Position und mit welcher Hand der erste Haken geklippt werden soll. Dementsprechend positioniert sich dann der Sichernde auf der Clip-Handseite, lenkt das Seil passend ab, um das dann dem Sicherer wirklich perfekt abgelenkt anbieten zu können. Prinzipiell ist immer ein Fehlerbild ein zu passives, ein zu starres Verharren direkt im Kollisionsbereich im Fall des Sturzes. Gerade in Bodennähe aber solltet ihr ein sehr agiles Sicherungsverhalten vor und zurück, aber vor allem links und rechts zeigen, um auf Schnappseilmengen, aber auch um auf Stellungswechsel des Kletternden reagieren zu können. Hier im Video sieht man jetzt eben auch, wie der Sichernde seinen Standort ändert, um aus dem Kollisionsbereich zu kommen. Der Kletternde achtet in Bodennähe besonders auf ein sehr kontrolliertes Kletterverhalten, besonders aber auf eine stabile Flip-Position. Jetzt haben wir nochmal zwei Videos, und zwar direkt ein Sturz in Bodennähe, wo man jetzt schon sehen kann, dass bei sehr, sehr gutem Sicherungsverhalten ein Sturz in dieser Höhe auch zu halten ist. Es bedingt halt gut trainiertes Sicherungsverhalten und ein sehr, sehr aufmerksames Sichern.
Und sogar der Worst Case, nämlich der Sturz beim Klippen in Bodennähe, ist mit dem dementsprechenden Sicherungsverhalten noch kontrollierbar. Wenn wir dann die ersten 3, 4, 5 Haken mit diesem extrem aufmerksamen Sicherungsverhalten hinter uns gebracht haben, ist es also durchaus zulässig und auch angemessen, das Sichern nach oben entspannter zu gestalten. Und auch der Kletterer darf entspannter und vor allem effizienter klettern. In diesem Sinn, mein Appell, viel Spaß und Geduld beim Üben. Mit einem Verbessern eures Sicherungsverhaltens in Bodennähe könnt ihr eurem, eurer Sicherheit einen riesen Gefallen tun. Und ihr werdet merken, dass dann auch sofort die Stimmung in der Seilschaft und ja, auch die Effizienz des Kletterns deutlich Fortschritte macht. Viel Spaß dabei!